Video feinjustieren wir das 3D-Intro, welches wir in einem letzten Video erstellt haben, mit Color Grading und weiteren Effekten. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Zuallererst, falls ihr das Video verpasst habt oder noch nicht gesehen habt, wo wir diesen 3D-Documentary-Style-Intro erstellt haben über ein Dinosaurier-Thema, dann schaut es euch unbedingt an, vorab. Hier in diesem Video, das ist so eine Art Part 2, wo wir ein bisschen Feintuning machen, so ein bisschen Color Grading machen. Ich wollte das ins erste Video nicht reinpacken, weil sonst der Rahmen gesprengt wurde. Ich glaube, das war schon über 20 Minuten lang, das Video. Und in diesem Video soll es wirklich so ein bisschen um Feintuning gehen, wie ich an das Color Grading rangehe, was für Effekte man eventuell noch platzieren kann, um ein, ich sag mal, cinematisches Video noch cinematischer wirken zu lassen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Ich habe mir vorab das 3D-Intro schon mal gerendert, so dass es nicht immer wieder in DaVinci Resolve rendern muss. Also es lässt sich wirklich flüssig abspielen, weil ich es, wie gesagt, einmal vorab gerendert habe und jetzt in eine neue Timeline gezogen habe im selben Projekt. Das ist eigentlich eine ganz gängige Herangehensweise. Also wenn ihr mit einem Projekt wirklich fertig seid, mit Schnitt, Effekten und so weiter, dann könnt ihr das Video rendern und nochmal in eure Schnittsoftware packen und dann im Nachgang das Color Grading durchführen. Führt einfach, wie gesagt, dazu, dass ihr weniger Performance benötigt, weil dann die ganzen Fusion-Effekte noch gerendert werden müssen. Also, wenn ihr euer Projekt fertig habt und nur noch Color Grading macht, dann könnt ihr grundsätzlich das fertige Video einmal rendern, dann wieder neu ins Projekt reinziehen, das gerenderte und Color Grading betreiben, Feintuning und dann eventuell nochmal final durchrendern. Mindert auch meiner Meinung nach eigentlich kaum bis gar nicht Qualität. So, jetzt aber wirklich, wir haben das Video reingepackt und damit wir alle mal so auf einem Stand sind, würde ich das Video einmal komplett von Anfang abspielen. So, das sieht von den Effekten eigentlich schon ziemlich cool aus. Der Look allerdings ist noch ziemlich, ja, ich sag mal, sehr, sehr standardmäßig und nicht cinematisch. Deswegen werden wir da auf jeden Fall ein bisschen ins Color Grading reingehen und noch so ein, zwei Effekte hinzufügen. Wir gehen auf jeden Fall mit diesem Video erstmal in die Color Page und werden hier ein bisschen Color Grading betreiben. Was ich immer gerne mache, ist, dass ich gerade bei so cinematischen Videos so den Kontrast ein bisschen höher stelle. Vielleicht so bei 1.5, nicht zu hoch. Ja, 1.5 wäre ein bisschen zu viel. Ich glaube, so 1.2 bis 1.3 ist so ein ganz guter Spot. Ich gehe mal bei 1.2 und ihr seht, die hellen Bereiche werden so einen Ticken heller und die dunklen Bereiche werden ein bisschen dunkler. Man kann das sich ganz gut an diesen Scopes richten. Ganz oben sind die hellen Bereiche und ganz unten sind die dunklen Bereiche. Ich habe es wirklich immer ganz gerne so, dass wir die Hauptfarben, also RGB, Rot, Grün, Blau, wirklich so breit ausgebreitet wie möglich haben, um da so eine gute Balance zu haben. Wenn ich mal mit dem Kontrast runtergehe, seht ihr, umso weiter ich runtergehe, umso mehr zieht sich's in der Mitte und umso blasser wird das Bild. Also ich mache es wirklich immer so hoch, bis es wirklich ganz oben, der oberste Bereich soll wirklich bei ca. 1000 sein und der unterste Bereich soll dann so bei 128 sein. Ich gehe aber beim Kontrast ruhig ein bisschen höher, weil wie gesagt der grüne und Blauton ist wie gesagt noch nicht wirklich am Peak angekommen, deswegen kann ich hier ruhig ein bisschen höher gehen. Wir werden aber hier mit dem Gain und dem Lifter noch ein bisschen rumspielen. Die Mid-Details, die mache ich auch immer ganz gern ein bisschen höher, weil das sind dann wirklich so die, ich will nicht sagen Schärfe, aber wenn man die ein bisschen erhöht, dann kriegt das Ganze so ein bisschen mehr Tiefe und wird ein bisschen schärfer. Das erkennt man vielleicht am Video ein bisschen schlechter, aber macht das mal ruhig ein bisschen selber, dass ihr das ein bisschen höher stellt. Dann hat das Ganze so ein bisschen, kriegt ein bisschen mehr Textur das Ganze. Finde ich. Also sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Ansonsten würde ich jetzt hier, dadurch, dass wir jetzt beim Rotstich ein bisschen zu weit oben sind, wir haben ja viele rote Bereiche, können wir überlegen, mit dem Gain ein bisschen runter zu gehen. Gain sind die hellen Bereiche, das heißt, die hellen Bereiche sind ja hier oben, dass wir die grundsätzlich ein bisschen runterziehen und dann seht ihr, was passiert. Die ganzen hellen Bereiche werden ein bisschen runtergezogen. Die dunklen Bereiche bleiben dunkel. Wir könnten vielleicht mit den dunklen Bereichen noch weiter in die Null gehen, aber ich glaube, so gefällt mir das so. Wir können ja mal gucken, bei Lift werden die dunklen Bereiche, wenn wir da mal ein bisschen runtergehen, dann seht ihr, wird das Ganze noch ein bisschen dunkler, aber ich glaube, so wie es vorher war, bei Null war es eigentlich ganz okay. Mir haben aber nur die hellen Bereiche nicht allzu gefallen, weil die waren doch ein bisschen zu hell, deswegen gehe ich da ein bisschen runter. Ich denke, so ist ganz okay. Gamma ist so der mittlere Bereich, also wenn wir Gamma ändern hier, die Helligkeit, dann seht ihr, wird die Mitte, die verschiebt sich dann so ein bisschen. Die lasse ich meistens immer so auf 0, dass das so hier so in der Mitte ist, passt meistens. Und Offset ist dann so ein bisschen, dass alles verschoben wird, gleichmäßig. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diesen
Bereiche gezogen, um die Helligkeit so ein bisschen hier zu verschieben. Wenn ihr diese Scopes nicht seht, dann müsst ihr euch das hier über diese Paragraphen-Symbols einmal anklicken und dann könnt ihr hier Parade, Waveform und unterschiedliche Formen anzeigen lassen oder Grafiken. Ich arbeite immer gerne mit Parade. Ich bin, muss ich nebenbei sagen, kein Color Grading Experte. Da gibt es auf YouTube wesentlich bessere Kanäle, um sich da Wissen anzueignen. Ich will euch aber einfach nur mal meinen Vorgang zeigen und ich finde, das sieht dann am Endeffekt dann auch immer noch einen Ticken besser aus. So, das letzte, was ich gerne noch mache, ist hier im Blur-Tab gehen und hier diesen Radius einen Ticken runterstellen, weil das Ganze wird dann dadurch ein bisschen schärfer, ein bisschen krisseliger. Wir zoomen ein bisschen rein. Wenn ich mal hier den Blur einen Ticken reduziere, dann seht ihr schon, wird das Ganze richtig scharf. Wenn ich ganz auf 0 gehe, dann sieht es schon ein bisschen zu heftig aus, aber ich mache da mal so 0,3 weniger, also das war so auf 0,46 sind, dann wirkt das schon wesentlich besser und wesentlich schärfer. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch schon beim Color Grading. Viel mache ich hier auch tatsächlich nicht. Man könnte natürlich überlegen, hier so einen kleinen Blaustich reinzupacken, wenn ich mal, dass das so ein bisschen blasser wirkt, wenn ich mal so ins Blaue gehe. Ja, weil das wirkt mir vielleicht einen Ticken zu bunt, ne? Deswegen könnte man so mit dem Gamma so ein bisschen ins Blaustich gehen und dann wirkt das auch nicht mehr so bunt, ne? Man sieht, jetzt hat man da so einen kleinen kühleren Look. Finde ich vielleicht sogar besser, ne? Für so ein Intro. Ist dann natürlich alles Geschmackssache. Wir können noch mal kurz zurücksetzen. So, ne, das sieht ziemlich bunt aus. Ich glaube, mir gefällt das, wenn wir da so ein bisschen mit dem Gamma ins Blaue gehen, so einen kleinen Blaustich, damit das ein bisschen kühler wirkt. Ja, und wir sehen, dann ändert sich hier natürlich auch diese Scopes wieder, weil wir den Blaustich ändern. Ne? Der Blaustich wird höher, der Rotton wird geringer, so wie ich es ja dann eigentlich auch haben möchte, weil der Rotton hat ja dann doch ein bisschen zu überspitzt. Wie gesagt, so können wir das dann ein bisschen ausbalancieren und wir können dann vielleicht sogar mit dem Gain wieder ein bisschen höher gehen. Aber ja, wir lassen es mal so. Ich glaube, so gefällt mir das doch eigentlich ganz gut. Ist mir vielleicht ein Ticken zu viel blau. Gehen nochmal ein bisschen ruhig in die Mitte rein. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Man könnte natürlich mit der Temperatur hier noch ein bisschen rumspielen. Wenn wir den auch höher stellen, dann wird es im Prinzip wieder wie vorher, dass es ein bisschen temperierter wird und wenn wir mit der Temperatur runtergehen, wird es wieder ein bisschen kühler. Also im Prinzip das, was wir mit dem Gamma gemacht haben, dass wir den Blaustich ein bisschen erweitert haben. Können hier vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber so gefällt mir das. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Töne ein bisschen ausbalanciert. Kontrast haben wir ein bisschen erhöht. Was man eventuell noch machen kann, um die Farben ein bisschen zu verstärken, ist die Sättigung erhöhen. Wir gucken mal, wie sich das anfühlt. So wird der Rotton ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir gehen mit der Sättigung ruhig ein bisschen mehr, damit man die Farben noch ein bisschen stärker sieht. Gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ansonsten haben wir hier noch Shadows, da könnte man so ein bisschen die Schwarzstiche, den Schatten ein bisschen stärker stellen, aber das ist dann ein bisschen zu viel Spielerei für mich persönlich. Da kann jeder dann natürlich noch machen und Feintuning betreiben, wie er möchte. Aber so gefällt mir das erstmal. Ich lasse das erstmal so. Wir gehen damit jetzt einmal in die Edit-Page, denn hier werden wir jetzt noch einmal ein bisschen mehr machen. Wir nehmen uns mal aus der Effects Library einen Adjustment-Clip raus, ziehen den über den gesamten Clip und fügen dem Clip jetzt einmal eine Vignette hinzu. Also wir machen mal Shift und Leertaste, um das Effects-Menü aufzurufen. Wir können aber auch hier eine Effects Library suchen, unter der Suchlupe Vignette, die finden wir unter Resolve FX. Und wenn wir die hier einmal in diesen Effekt reinziehen, haben wir hier so eine schöne cinematische Vignette. Die ist natürlich ein bisschen zu stark. Die können wir ein bisschen reduzieren, indem wir vielleicht die Softness höher setzen und die Size können wir vielleicht auch ein bisschen anpassen, dass das nicht zu stark ist, dass wir einfach nur in der Umrandung eine kleine Vignette haben, um den Fokus in der Mitte des Bildes zu schwenken. Ich glaube, so gefällt mir das schon ganz gut. So, das ist jetzt mit Vignette. Wenn wir einmal deaktivieren, haben wir ein komplett klares Bild. Ich glaube, mit dieser Vignette können wir vielleicht sogar noch einen Ticken reduzieren, indem wir mit der Size ein bisschen höher gehen. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Was auch relativ cinematisch ist, wäre ein Border oder Output Blanking. Das können wir ganz easy hinzufügen, indem wir hier auf Timeline klicken, dann auf Output Blanking und dann können wir uns im Prinzip definieren. Ich habe jetzt leider den Hollywood- oder Kinostandard nicht im Kopf, aber ihr könnt dann nehmen, was ihr möchtet. Vielleicht so 2.0, so das mittlere. Dann haben wir hier oben so kleine schwarze Balken. Können wir ruhig machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so wild. Dann hat man so ein bisschen cinematische Balken mit drinne. Why not? Kann man auch lassen. Ist, ja, wie gesagt, Geschmackssache. Was aber relativ wichtig ist und auch dem Look noch beifügt, ist ein Grain. Den würde ich gerne im Adjustment Clip noch mit reinpacken. Das heißt, wir suchen uns in der Suchleiste nochmal einen Film Grain, auch unter Resolve FX, ziehen den hier in die Timeline und der führt dazu, dass wir hier so einen Krissel-Look bekommen. Wenn wir jetzt einfach nur mal ein bisschen reinzoomen, sieht man das jetzt noch nicht allzu stark, aber wenn wir die Opacity ein bisschen erhöhen, dann sehen wir, haben wir hier so einen kleinen Krissel-Look. Wir können hier auch unterschiedliche
Grain-Presets erstellen und so weiter und so fort. Wir können hier viel stärkere Grains machen. Mit diesen Millimeter kenne ich mich jetzt nicht so aus. Da werden ein paar Kameraexperten mehr zu wissen. Aber grundsätzlich haben wir hier die Möglichkeit, den Grain noch optisch anzupassen. Ihr seht, wenn wir die Textur anpassen, dann wirkt das Ganze noch ein bisschen anders. Grain Size können wir erhöhen. Ich habe es gerne bei so Intros oder allgemein so cinematischen Videos, die Grain Size schon ein bisschen höher tatsächlich und können die Stärke noch ein bisschen erhöhen. Und dann haben wir hier so einen richtig fetten Grain. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich will es ja euch ein bisschen zeigen. Und vielleicht machen wir die Stränge ein bisschen weiter reduzieren. Dann haben wir hier so ein Grain noch hinzugefügt. Ich finde, das sieht halt einfach cinematisch aus. So, last but not least, aber ein letzter Effekt, den ich auch relativ optional und relativ häufig auch nutze, sind die Light Rays. Und die Light Rays fügen dem Ganzen noch so ein bisschen shinigen Effekt hinzu. Gerade da, wo im Hintergrund, das ist jetzt vielleicht so ein etwas schlechteres Beispiel für Light Rays, aber man hat hier unter anderem zwischen den Bergen vielleicht nochmal so ein paar Lichtungen. Ja, aber gerade wenn man so mit Waldhintergrund und so arbeitet, dann sind diese Light Rays mega, mega geil, weil dann diese Lichtung oder Licht durch die Zwischenbäume scheint. Das sieht dann immer mega, mega cool aus. Wir versuchen es einfach mal mit diesem Footage. Wir ziehen uns mal den Player hier rein und gehen mal in die Effects Library, suchen mal nach Light und dann gibt es hier diesen Effekt Light Rays. Und wenn wir das hier einfach mal auf die Adjustment Clips klicken, dann seht ihr, wird alles leider so ein bisschen behellt, weil halt der ganze Himmel schon hell ist und er beleuchtet dann quasi alles. Wir können hier grundsätzlich mal so ein bisschen rumspielen und gucken, dass wir vielleicht sogar nur die Edges, ne, also spielt da so ein bisschen mit rum. Ich glaube, den Threshold werden wir ein bisschen reduzieren, damit wir nicht zu starken Licht haben. Wir können auch die Direction from a Location, das ist das, was wir haben, weil es kommt alles vom Himmel, der Licht. Können aber auch sagen, ab einem bestimmten Punkt, dass hier nur ein bestimmter Punkt, ich sag mal, belichtet wird und so können wir hier auch den Engel bestimmen. Vielleicht können wir es auch eher so machen, mal gucken. Ja, theoretisch könnte man auch at Engel machen, sieht auch nicht schlecht aus. Wir lassen aber mal from a Location, weil wie gesagt, der ganze Himmel ja dann alles beleuchtet. Wir können den Schimmer ein bisschen anpassen, wir können hier so einen Schimmer hinzufügen. Dann wirkt das alles nicht zu belichtet. Ja, wenn wir den mal so ein bisschen stärker machen, ein bisschen Detail. Man muss grundsätzlich teilweise ein bisschen stärker ranzoomen. Ja, aber man sieht, bei diesem Schimmer können wir das Ganze ein bisschen breiter ziehen. Ja, ich glaube, so gefällt mir das schon ganz gut. Ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen die Länge, die wir bestimmen können. Wir machen die mal so ein bisschen kürzer. Hier haben wir so die Farbe, die können wir auch so ein bisschen bestimmen. Die Soften machen wir ein bisschen höher, damit das nicht zu harsh wirkt. Und Brightness auch vielleicht einen Ticken kleiner, weil mir das ein bisschen zu hell war. Und wenn wir uns das jetzt nochmal im Gesamten angucken, ich glaube, das gefällt mir so schon wesentlich besser. Ne? Wir können mal die Light Rays ausmachen und dann sehen wir uns den Unterschied mal an. Ja, wir sehen, also ohne Light Rays wirkt es halt ziemlich matt. Mit Light Rays haben wir noch bei den hellen Stellen auch noch Lichtstrahlen halt hinzugefügt. Und ich finde, und gerade bei der Bewegung, seht ihr diese Lichtstrahlen? Das sieht halt mega aus, ne? Und das fügt halt einfach nochmal so einen richtig cinematischen Look hinzu. Ja, und das war's tatsächlich auch schon mit dem Feintuning. Man kann noch natürlich viel, viel mehr machen. Also es gibt noch viele Effekte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da noch weitere cinematische Effekte habt, die ihr gerne bei solchen Videos nutzt. Das ist aber so mein Workflow. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Effekt, den ich hinzufügen würde, aber ne, wir haben jetzt innerhalb von 10, 15 Minuten, ne, ich weiß nicht, wie lang es waren, nochmal ein bisschen Feintuning betrieben, Color Grading und ich finde optisch auf jeden Fall noch eine Menge rausgeholt, weil wenn ich jetzt mal hier einmal in das Video gehe und die Effekte hier oben über diesen Tab, ne, hier können wir einmal die Effekte einmal komplett ausblenden, sowohl Color Grades als auch Fusion Effekte. Wenn wir das einmal machen, haben wir einmal den, ich sag mal, langweiligen Look, den wir eben hinzugefügt haben. Wir müssen, glaube ich, den Adjustment Clip auch einmal deaktivieren. So, das ist jetzt einmal das Ursprungsvideo. Wie gesagt, sieht vom Effekt und vom Intro eigentlich ganz cool aus, aber der Look ist halt ziemlich langweilig. Aber wenn wir jetzt einmal unseren Adjustment Clip wieder aktivieren und unser Color Grading, dann haben wir hier einen richtig coolen und ich finde mega Look auch, cinematischen Look, nicht zu bunt, nicht zu hell, hat ein paar Lichteffekte drin und dann haben wir jetzt einmal folgendes finales Ergebnis. Ja, und ihr könnt euch ja gerne mal am Anfang das Ursprungsvideo anschauen. Das habe ich ja auch mal vollständig gezeigt, euch daneben legen. Und ich finde, der Unterschied ist schon echt klar ersichtlich. Also wir haben hier schon wirklich eine Menge rausgeholt.
Kann, wie gesagt, immer noch mehr rausholen. Ja, wenn euch so ein Video gefällt, wie ich so ein bisschen Feintuning bei bereits fertigen Projekten betreibe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr da gerne mehr von solchen Workflows sehen möchtet. Dann werde ich es dann auf jeden Fall beherzigen. Ansonsten lasst gerne auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Ciao.